Esquites sind von der mexikanischen Streetfood-Kultur gar nicht wegzudenken. Für die Zubereitung muss als erstes das Mais von Maiskolben abgeschnitten werden. Damit die Körner beim Schneiden nicht überall umherfliegen, stelle ich gerne ein umgekipptes Glas oder eine Schale in die Schüssel und platziere den Maiskolben drauf. Wie gesagt, dieses Rezept wird hauptsächlich als Snack auf der Straße verkauft, aber es eignet sich auch super als Beilage. Für den Geschmack ist es aber absolut wichtig, frische Maiskolben zu verwenden. Als nächstes werden Zwiebeln, Knoblauch und ein paar Jalapenos reichlich in Butter gebraten. Die genauen Mengen könnt ihr wie immer in der Infobox schauen. Bei diesem Rezept entferne ich sehr gerne das komplette Kerngehäuse der Jalapenos. Es soll erstmals nicht scharf sein, sondern lediglich das Aroma integriert werden. Wer es schärfer mag, kann immer noch später Chilipulver drauf streuen. Als nächstes brate ich die Zwiebel glasig an und daraufhin gebe ich die Jalapenos und Knoblauch hinzu. Ich habe hier für 8 Maiskolben um die 80 Gramm Butter verwendet. Nach ungefähr 5 Minuten gebe ich die Maiskörner dazu und brate alles unter ständigem Umrühren um die 5 bis 7 Minuten weiter. Als nächstes wird es kräftig gesalzen und Wasser reingegossen, bis gerade alle Körner bedeckt werden. Es gibt auch Rezepte mit Hähnchenbrühe, aber ich persönlich nehme lieber Wasser. Nun kommen wir zu der wichtigsten Zutat. Epazote hat einen intensiven Geschmack, der nach Majoran und Bohnenkraut erinnert, aber mit Zitrus- und Minzenähnlichen Noten. In Deutschland findet man nicht immer frische Kräuter, aber getrocknete Epazote findet ihr garantiert online. Bei den Trockenblättern würde ich 2 bis 3 gute Prisen dazu geben. Nun gibt es nicht viel mehr zu machen. Ich bedecke den Topf und lasse den Mais um die 25 Minuten garen. Die genaue Zeit kann variieren. Der Mais soll am Ende gar sein, aber noch eine gewisse Knackigkeit haben. Ich serviere in eine Schüssel und was noch unbedingt dazu gehört, ist einen guten Löffel Mayo. Manche nehmen lieber Sahne, aber mir persönlich schmeckt es besser so. Wir streuen reichlich Käse drauf und was unbedingt nicht fehlen darf, ist der Saft einer Limettenscheibe. Allen, die gerne scharf essen, empfehle ich noch Chilipulver drauf zu streuen. Und nun haben wir es, mein Lieblingsmaisrezept. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht euren Daumen nach oben zu lassen, damit dieses Rezept mehr Menschen erreichen kann. Und wenn ihr Lust auf mehr mexikanischen Gerichten habt, schaut hier oben links auf meiner Playlist mit meinen besten mexikanischen Rezepten. Ihr werdet das garantiert nicht bereuen.